Als die Jünger Jesus auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen: Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Matthäus 14, die Verse 26 und 27. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Immer wieder hören wir diese Worte in der Bibel, immer wieder hören wir sie von Jesus. Und er spricht sie nicht in Situationen hinein, die doch in Wirklichkeit total harmlos sind. Also, warum hast du Angst? Da ist doch nur was die Treppe runtergefallen, deshalb hat es gescheppert. Stell dich nicht so an, was bist du für ein Angsthase? Das ist nicht die Botschaft von Jesus. Sondern immer wieder spricht er dieses Fürchtet euch nicht in Situationen hinein, die erstmal wirklich erschreckend sind. Und so spricht er das, glaube ich, auch in unsere Zeit hinein. Und es gibt so viel Erschreckendes. Da sind Drohnen über Polen, der ganze Krieg in der Ukraine, in Gaza, politischer Mord in den USA, der Jahrestag vom 11. September. Und das ist ja nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Noch eine Schießerei an einer Schule, die schon fast untergeht wegen all der anderen Nachrichten. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und da sagt er nicht, das ist doch nicht schlimm. Da sagt er nicht, kann euch doch egal sein, weil ihr ja in den Himmel fliegt oder irgendwie sowas. Hier in der Situation passieren ja erstmal keine schrecklichen Dinge, aber die Jünger sind zu Tode erschreckt, weil sie Jesus sehen. Ist das schon mal mit dir passiert? Sie schrien vor Angst, weil Jesus sich offenbart in einer größeren Tiefe in seiner Macht. Hier die Macht über die Naturgewalten. Und sie können es nicht einordnen. Das ist nicht einfach naiver Gespensterglaube, sondern es ist eine Begegnung damit mit dem Gott, der so viel größer, mächtiger, auch unheimlicher ist, als vielleicht irgendwelche Bilder aus der Kinderbibel. Und sie erschrecken, weil sie erfahren, Jesus ist nicht nur so ein netter Onkel, der mal ein paar Sprüche macht, sondern er ist der Herr. Er ist der Herr über die Elemente. Das ist zum Erschrecken. Und da sagt Jesus noch einmal, fürchtet euch nicht. Und er sagt, seid getrost. Warum? Ich bin es. Ich bin da. Ich bin bei euch. Das ist die Botschaft. Nicht, es wird nichts Schlimmes passieren. Nicht, diese Kriege spielen keine Rolle. Nicht, wenn du die richtigen Gebete sprichst, bist du irgendwie unantastbar, unverletzlich. Nein, all das ist nicht wahr. Das Schreckliche ist schrecklich, aber Jesus sagt, ich bin da. Und darum, fürchte dich nicht, sei getrost, verlass dich auf mich. Ich gehe mit dir bis ans Ende und durch das Ende hindurch. Darum können wir inmitten dieser Welt getrost sein. Und ich glaube, darum können wir inmitten dieser Welt Boten des Friedens sein, Boten der Versöhnung, Boten der Hoffnung. Nicht, weil wir naiv sind, sondern weil Jesus da ist. Fürchtet euch nicht. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bete konkret, dass du jetzt bei denen bist, die trauern, dass du bei denen bist, die sich verstecken vor Bomben, vor Raketen, vor Drohnen, dass du bei denen bist, die nicht aus noch ein wissen. Sei du der Trost, sage du zu ihnen, seid getrost. Und ich bete für die von uns, denen es im Prinzip gut geht, dass wir diese Trostbotschaft, diese Friedensbotschaft, diese Fürchte dich nicht Botschaft weitergeben können. Nicht auf oberflächliche Weise, sondern auf eine Weise, die wirklich getrost macht. Und hilf uns selbst, uns zu verankern darin, dass du ja da bist. Dir sei die Ehre. Amen.